Willkommen. Vor mir liegt ein Motorola Razr 60 und heute zeige ich Ihnen, wie Sie auf diesem Gerät den Bildschirm aufnehmen können. Um zu beginnen, wischen Sie zweimal vom oberen Bildschirmrand nach unten, wodurch Ihre Schnelleinstellungen geöffnet werden. Irgendwo hier sollten Sie die Schaltfläche für die Bildschirmaufnahme finden. Mal sehen, wie lange ich brauche, um sie zu finden. Oh, da ist sie ja. Wie Sie sehen können, befindet sie sich auf der zweiten Seite. Nun, oh, Entschuldigung, eigentlich auf der dritten Seite. Falls Sie diese Schaltfläche nirgendwo sehen, können Sie hier auf den Stift klicken, nach unten scrollen und alles unter diesem Text hier sind Schaltflächen, die Sie der Liste hinzufügen können. Nehmen wir also an, ich möchte den Standort anstelle der Bildschirmaufnahme hinzufügen, die bereits hinzugefügt ist. Ich halte sie gedrückt. Sie sehen, dass sie angehoben wird und ich kann sie über diesen Text ziehen, loslassen und wenn ich zurückgehe, ist sie nun dauerhaft zu dieser Liste hinzugefügt. Sobald Sie Ihre Bildschirmaufnahme beim ersten Mal gefunden haben, halten Sie sie hier gedrückt und dies führt Sie zu den Einstellungen. Stellen Sie hier sicher, dass Ihre Auflösung auf 1080p eingestellt ist. Wenn das der Fall ist, gut. Falls nicht, ändern Sie sie. 720p ist keine gute Auflösung für 2026. Das war sie für 2008. Wie dem auch sei, weiter geht's mit der Bildrate. Stellen Sie diese auf 60 ein. Nun, Sie können auch dynamisch verwenden, wenn Sie möchten, aber ich persönlich empfehle 60. Denn wenn Sie diese Art von Aufnahmen größtenteils für soziale Medien oder Ähnliches verwenden möchten, haben wir hier keine Bitratensteuerung und die Bitrate wird teilweise zusammen mit der Bildrate zugewiesen. Wenn Sie also dynamisch aufnehmen und das, was Sie aufnehmen, mit einer höheren Bildrate als 60 aufgezeichnet wird, sagen wir 120, dann werden beim Hochladen in soziale Medien die Hälfte der Bilder abgeschnitten, um im Grunde wieder auf 60 zu kommen. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass sich die Bitrate des Videos halbiert, was die Qualität oder deren Fehlen möglicherweise etwas deutlicher macht, etwas, das man mit mehr Bildern hätte vermeiden können. Aber weil Sie die Bilder abschneiden, könnte es deutlicher sichtbar sein. Um Ihnen nun ein Beispiel dafür zu geben, was die Bitrate beeinflusst, wenn Sie zum Beispiel mit einer niedrigen Bitrate aufnehmen, worauf wir hier zwar keinen Einfluss haben, die aber dennoch intern zugewiesen wird. Wenn Sie etwas aufnehmen, das in Bewegung ist, werden Sie manchmal feststellen, dass zum Beispiel die Kanten von Objekten, die sehr kontrastreich sind, also etwa weiß gegenüber einem dunklen, schwarzen oder blauen Hintergrund, bei genauem Hinsehen etwas verschwommen wirken. Es ist dann schwer zu erkennen, wo das Schwarz endet und das Weiß beginnt, da sie ineinander übergehen. Man erhält eine Art unsaubere Kante, die eigentlich eine klare, gerade Linie hätte sein sollen. Aber bei einer niedrigen Bitrate ist dieses Telefon nicht in der Lage, diese Art von Informationen bei Bewegung beizubehalten. Es wird sie verschwimmen lassen, um Bitrate zu sparen, da es den gesamten Bildschirm erfassen muss. Erst wenn die Bewegung aufhört, wird das Bild mit der Zeit tatsächlich etwas klarer, da die Qualität kontinuierlich gesteigert werden kann, weil sich auf dem Bildschirm nichts mehr ändert. Das ist also normalerweise das, worauf man bei einer niedrigen Bitrate achten sollte. Wie dem auch sei, zurück hier, wir haben ein Limit für die Aufnahmezeit und die Dateigröße. Ich empfehle nicht, diese zu ändern. Unbegrenzt ist meiner Meinung nach gut. Der Grund, warum ich das nicht empfehle, ist erstens das Größenlimit. Es ist genug Speicherplatz auf diesem Gerät vorhanden. Wenn Sie allerdings Speicherplatzprobleme haben, dann sollten Sie es vielleicht einstellen. Aber wenn Sie Probleme mit dem Speicherplatz haben, denke ich, die bessere Lösung wäre einfach etwas davon freizugeben. Und was das Zeitlimit angeht, finde ich, wenn ich ein Video aufnehmen würde, zum Beispiel wie dieses hier, bei dem wir einen Bildschirmrekorder verwenden und ich ein Zeitlimit wähle, könnte es sein, dass ich gerade noch über etwas spreche. Ich bin vielleicht noch nicht ganz fertig, wissen Sie, also würde es mich einfach mitten im Satz unterbrechen. Nicht das Beste, also werde ich es selbst stoppen, wenn ich fertig bin. Und dann haben wir noch die Berührungspunkte aufzeichnen, was einen halbtransparenten grauen Punkt dort aufzeichnet, wo Ihr Finger auf das Display gedrückt hat. Ich lasse das an, nur damit Sie sehen können, wie das aussieht.
Aber ja, das sind so ziemlich alle Optionen hier. Eine letzte ist die Avatargröße hier. Dies definiert das hier direkt. Das Bild, das Sie sehen können, ist die tatsächliche Größe, die bei einer Bildschirmaufnahme sichtbar sein wird, wenn Sie sich entscheiden, dies zu aktivieren. Nun gibt es noch eine weitere Option, die wir uns ansehen werden. Wischen wir also nach unten und suchen den Schalter. Diesmal tippen wir darauf und hier sehen Sie, dass wir Audio aufnehmen haben. Aus irgendeinem Grund ist das in den Einstellungen nicht sichtbar. Wir haben also Mikrofon, System und System sowie nichts. Für diejenigen, die sowohl das Mikrofon als auch das System aufnehmen möchten, empfehle ich, entweder Kopfhörer zu verwenden oder die Lautstärke ganz herunterzudrehen. Der Grund dafür ist, dass der Systemton intern über den Bildschirmrekorder aufgezeichnet wird und Sie müssen ihn nicht hören, damit er aufgenommen wird. Wenn Sie nun beides aufnehmen und keine Kopfhörer oder Ähnliches verwenden oder den Ton nicht stumm schalten, kann es passieren, dass der Bildschirmrekorder den Ton intern aufnimmt, dieser dann über die Lautsprecher wiedergegeben wird und das Mikrofon ihn ein zweites Mal aufnimmt, was potenziell einen unerwünschten Echo-Effekt erzeugen könnte. Das löst also das Problem. Eine weitere Option, die wir hier haben, ist die Aufnahme des gesamten Bildschirms oder einer einzelnen Anwendung. Wählen Sie einfach das aus, was Sie bevorzugen. Ich entscheide mich einfach für den gesamten Bildschirm. Es nimmt trotzdem die Anwendung auf, wenn Sie sie öffnen, daher ist es für mich eigentlich egal. Und wie ich bereits erwähnt habe, haben wir hier die Kamera. Keine Sorge, wir müssen sie noch gar nicht aktivieren. Wir können das auch tun, nachdem wir auf Aufnehmen geklickt haben. Sie können zum Beispiel direkt hier klicken. Und wir haben einen 3 Sekunden Countdown, bevor die Aufnahme beginnt. Und dann erhalten wir eine Benachrichtigung, die anzeigt, dass die Aufnahme jetzt läuft. Und in diesem Sinne können wir die meisten Anwendungen öffnen und sie einfach nach Belieben aufzeichnen, wenn ich Internet hätte, um Ihnen all die Optionen zu zeigen, die wir hier haben. Wobei dieses Overlay übrigens in der Aufnahme nicht sichtbar sein wird. Jetzt können Sie auch diesen kleinen Punkt sehen. Das wird jetzt besser sichtbar sein, wenn ich das abspiele. Hier ist die Kamera. Jetzt können wir das verschieben, wenn Sie möchten. Aus irgendeinem Grund mit diesem... Da haben wir es. Wie Sie sehen können, können Sie die Seiten wechseln. Sie können es auch pausieren und stoppen. Ich werde es jetzt stoppen. Das speichert Ihre Bildschirmaufnahme in Ihrer Fotos-App, also werde ich die jetzt einfach mal öffnen. Normalerweise befindet es sich im Google-Ordner und ich bin in einem Google-Konto angemeldet, was bedeutet, dass meine Bildschirmaufnahmen unter Sammlungen zu finden sind. Wenn Sie nicht bei Google angemeldet sind, sind die Alben aus irgendeinem Grund tatsächlich im Tab Fotos sichtbar. Wenn Sie angemeldet sind, fügt die Anwendung den Tab Sammlungen hinzu, der vorher nicht vorhanden war. Und hier sollten Sie irgendwo das Album für Bildschirmaufnahmen finden können. Bei mir ist es genau hier. Und jetzt kann ich es mir einfach ansehen, wobei das nicht das ist, was ich aufgenommen habe. Das hier ist es. Da haben wir es. Während das jetzt abgespielt wird, möchte ich kurz die Einschränkungen der Bildschirmaufnahme erwähnen, auf die Sie wahrscheinlich irgendwann stoßen werden, wenn Sie versuchen, etwas aufzunehmen. Also Anwendungen, und ich meine größtenteils Striktanwendungen, haben die Möglichkeit, eine Funktion zu deaktivieren, die, glaube ich, über anderen Apps einblenden heißt. Nun, übrigens, das ist der Punkt, die Berührungspunkte. Aber wie dem auch sei, Sie haben die Möglichkeit, das zu deaktivieren. Es gibt für Sie keine Möglichkeit, dies zu ändern, falls Sie es wieder aktivieren möchten. Das kann nur der App-Entwickler tun. Sie haben darauf keinen Einfluss. Wenn eine Anwendung das tut, dann ist das so. Sie können da nichts machen. Diese Funktion ist für die Privatsphäre und Sicherheit des Nutzers konzipiert. Nun, sie wird am häufigsten in Bankanwendungen eingesetzt, die dies aus Gründen des Malware-Schutzes blockieren. Wenn Sie irgendeine Art von Malware auf Ihrem Gerät hätten und diese Malware versuchen würde, den Bildschirm aufzuzeichnen oder Screenshots zu erstellen, während Sie Ihre PINs oder Passwörter eingeben, kann eine solche Malware bei deaktivierter Funktion nichts auf dem Bildschirm sehen.
Sie können also sicher Ihre Passwörter eingeben, ohne befürchten zu müssen, dass irgendeine Malware Ihre Eingaben ausspioniert. Nun, Banken bieten Ihnen auch alternative Möglichkeiten, das zu erfassen, was Sie in einer Bank-App wahrscheinlich erfassen möchten, was höchstwahrscheinlich eine Überweisungsbestätigung wäre. Wenn Sie in Bankanwendungen eine solche Seite geöffnet haben, also die spezifische Überweisungsseite, würden Sie darauf klicken und auf die 3 Punkte klicken und normalerweise hätten Sie dann ein Dropdown-Menü mit Optionen, wie zum Beispiel Bestätigung herunterladen oder etwas, das im Grunde impliziert, dass Sie die Zahlungsbestätigung für diese spezifische Überweisung herunterladen werden. Nun, Bankanwendungen sind nicht die einzigen, die das nutzen. Auch Streaming-Plattformen nutzen das, alle von ihnen. Sie nutzen es jedoch nicht, um die Privatsphäre und Sicherheit des Nutzers zu schützen, sondern sie tun es, um sich selbst auf ihrem Gerät zu schützen, für das sie bezahlt haben und das ihr Eigentum ist. Und sie haben nicht einmal um ihre Erlaubnis gebeten, dies zu tun. Es ist so, wissen Sie was? Es ist, als hätten Sie ein Auto und das beschissene Google würde kommen, Ihr Auto mit, ich weiß nicht, Ihrer hackigen kleinen Bullshit-Methode öffnen, einsteigen, losfahren und dann zurückkommen, es parken und so tun, als wäre nichts passiert. Ich meine, wir mussten dich nicht fragen, es ist dein Eigentum, aber hey, es ist in Ordnung. Du hast es zu der Zeit nicht gebraucht, oder? Und selbst wenn du es getan hättest, Pech gehabt. Ich habe generell ein Problem damit, weil ich ihnen nie die Erlaubnis dazu gegeben habe, insbesondere bei Dingen wie Netflix, die auf vielen Geräten vorinstalliert sind, speziell auf dem, das ich benutze. Wenn eine Anwendung vorinstalliert ist, habe ich sie nicht selbst installiert. Ich hatte nie einen Netflix-Account und habe auch nicht vor, mir einen zuzulegen, was bedeutet, dass ich nie Nutzungsbedingungen zugestimmt habe. Das Argument vor Gericht, dass ich den Nutzungsbedingungen zugestimmt hätte, würde also völlig in sich zusammenfallen, weil ich nie einen Account hatte. Nur weil ich es öffne, stimme ich keinem Mist zu. Es gab kein einziges Pop-up, das darauf hinweist, dass man ihnen dies erlaubt. Doch sie tun es trotzdem, völlig egal, ob man eingeloggt ist oder überhaupt ein Konto besitzt. Allein die bloße Existenz einer Anwendung kann einen daran hindern, dies zu tun. Da ziehe ich die Grenze. Und aus diesem Grund werde ich euch zeigen, wie ihr diesen Mist umgehen könnt. Denn das Gesetz zur fairen Nutzung existiert trotz ihrer schwachsinnigen Vorstellung von Piraterie. Sie versuchen, Piraterie zu verhindern, indem sie einen im Grunde daran hindern, das zu tun, wozu man eigentlich ein gesetzliches Recht hat, nämlich etwas auf seinem verdammten Gerät aufzunehmen. Nur weil man urheberrechtlich geschützte Inhalte aufgenommen hat, bedeutet das nicht automatisch, dass es sich um Piraterie handelt. Es ist ein bisschen nuancierter und ich bin keineswegs ein Anwalt, aber ich werde versuchen, das zu erklären, während ich fortfahre, nur damit ihr wisst, worauf ihr achten müsst und wann es in Ordnung ist und wann nicht. Das entspricht meinem Verständnis und so funktioniert es größtenteils in den USA, soweit ich weiß. Wie dem auch sei, wir öffnen unseren Browser und stellen hier sicher, dass wir die Google-Suche verwenden, nicht weil sie gut ist, sondern weil sie uns Reddit-Ergebnisse liefert. Es ist im Grunde ein mieser Deal, den Google hat, der es ihnen ermöglicht, Reddit-Suche oder Reddit-Threads über Google zu indexieren, was andere Suchmaschinen vielleicht nicht können. Also suchen wir bei Google nach bstream.move-Alternativen. Das ist jetzt ein Suchbegriff, den ich verwenden kann. Ein anderer wäre zum Beispiel so etwas wie kostenlose Alternativen zu Netflix oder irgendeinem anderen Namen einer Streaming-Plattform. Und wie dem auch sei, ich werde Pstream verwenden. Da haben wir es. Und wie Sie sehen können, geht es los. Reddit steht ganz oben. Schön. Und Sie werden speziell nach einem Subreddit namens R-Piracy suchen. Wie ich schon sagte, bedeutet das nicht, dass wir irgendetwas raubkopieren. Wenn wir hier draufklicken, finden Sie hier eine ganze Reihe von Links zu Seiten. Ich weiß nicht, ob irgendeiner davon funktioniert. Ich weiß, der erste funktioniert nicht, nur zur Demonstration. Da haben wir es. Er ist tot. Ich weiß nicht, ob irgendeiner davon funktioniert, aber wenn keiner davon funktioniert, können Sie einen anderen Suchbegriff ausprobieren und einen finden, der tatsächlich funktioniert. Diese Seiten tauchen meistens wieder auf unter anderen Namen. Sie sind wie Krebs, man wird sie nicht los. Sie kommen einfach immer wieder und wissen Sie was? Für uns ist das eigentlich ganz gut.
Und diese Seiten zu nutzen, einfach nur dorthin zu gehen, ist völlig in Ordnung. Inhalte anzusehen ist allerdings eine Sache, die sehr von den Umständen abhängt. Wenn Sie vorhaben, Inhalte anzusehen und Sie sind wie ich und besitzen keinerlei Abonnement für irgendetwas, dann ist das Piraterie. Piraterie besteht nicht nur aus dem Teilen, es umfasst tatsächlich auch das Ansehen urheberrechtlich geschützter Inhalte, ohne wirklich das Recht dazu zu haben, also im Grunde ohne ein aktives Abonnement. Einer der netteren Vorteile dabei ist, wenn man für einen beschissenen Dienst wie Netflix bezahlt, oder? Netflix möchte, dass man ihre Anwendung nutzt, weil man sie dafür bezahlt, dass sie einem das Handy leer räumen, um alle persönlichen Daten abzugreifen, damit sie diese zu Geld machen können. Technisch gesehen bekommen sie also schon ihren Anteil, indem sie deine persönlichen Daten verkaufen, und dann wollen sie auch noch, dass du ein monatliches Abonnement bezahlst. Wenn du sie also bereits bezahlst, kannst du die verdammte App von deinem Handy löschen und stattdessen das hier benutzen, soweit ich weiß, denn hey, du zahlst ja für ein Abonnement. Das bedeutet nicht, dass sie auch noch freien, willkürlichen Zugriff auf all deine persönlichen Daten bekommen. Wenn du dir dort Inhalte ansiehst und für ein Abonnement bezahlst, sollte das in Ordnung sein. Das Aufnehmen dieser Inhalte per Screenshot sollte ebenfalls in Ordnung sein. Ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Einschränkungen gibt, da du ja, wie gesagt, dafür bezahlst, also ist das in Ordnung. Bildschirmaufnahmen hingegen sind eine etwas andere Sache, da das Fair-Use-Prinzip die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Inhalten bis zu, glaube ich, 30 Sekunden erlaubt. Das gilt zum Beispiel auch für Musik. Wenn du Musik in deinen Videos hast, zum Beispiel auf YouTube, solange sie unter diesem Zeitrahmen bleibt, erhältst du keinen Urheberrechtsstrike. Aber wenn sie das tut, markiert YouTube das automatisch und gibt im Grunde die gesamten Einnahmen des Videos an den Rechteinhaber weiter. Und genau da fängt das Problem irgendwie an. Wenn du kein Abonnement hast, es dir dort ansiehst und es auch noch aufnimmst, ist es natürlich schon schlecht, dass du es dir überhaupt ansiehst. Du nimmst es auf und wenn du es dann teilst, ist das auch irgendwie schlecht. Also es gibt da einfach, weißt du, sei dir dessen bewusst. Und wie gesagt, ich bin in keiner Weise ein Anwalt und ich könnte diese Art von Erklärung falsch darstellen, so wie ich sie hier verstehe. Informiere dich gut. Ich zeige dir nur Alternativen auf, wie du dein Ziel erreichst. Denn du hast verdammt nochmal das Recht dazu. Es ist dein Gerät. Keine App sollte dir vorschreiben dürfen, was du tun darfst, besonders wenn du ihr nie die Erlaubnis dazu gegeben hast. Dass sie einfach davon ausgehen, das zu dürfen, ist für mich inakzeptabel. Das ist also eine Lösung. Das fasst es im Grunde zusammen. Eine Sache möchte ich noch erwähnen, und zwar, warum das über den Browser funktioniert. Browser blockieren das nicht. Es muss die Anwendung sein, die es blockiert, und das tut sie normalerweise von Haus aus. Da Browser Bildschirmaufnahmen und Screenshots nicht blockieren, spielt es keine Rolle, welche Inhalte sie sich ansehen. Das hat keinen Einfluss auf diese Art von Aufnahme. Deshalb funktioniert es. Und deshalb umgehen wir das, indem wir es über irgendwelche zufälligen Seiten ansehen, anstatt über Netflix. Wie dem auch sei, ich hoffe, das war sehr hilfreich für Sie, und wenn ja, vergessen Sie nicht auf Gefällt mir zu klicken, zu abonnieren, und danke fürs Zuschauen.